Wir haben ChatGPT über die 4 häufigsten Vorurteile gefragt, die man über Österreich, die österreichische Kultur oder die ÖsterreicherInnen hat. Zum Beispiel sagt ChatGPT, dass wir immer Dirndl und Lederhose tragen und Schnitzel und Strudel lieben. Ist das wirklich so? Das schauen wir uns heute an. Los geht's! Bevor wir starten, Vorurteile wird es wahrscheinlich immer geben. Und manchmal ist ja sogar wirklich etwas Wahres dran. Trotzdem, Vorurteile betreffen meistens nie alle Personen, das ganze Land oder eine ganze Kultur. Deshalb laden wir euch heute ein, dieses Video mit viel Humor, Offenheit und Neugier anzuschauen. Übrigens, am Ende zeigen wir euch noch ein Vorurteil, das wir selbst oft hören. Bleibt also dran. Vorurteil 1. Alle ÖsterreicherInnen tragen immer Dirndl und Lederhose. Das stimmt definitiv nicht. Im Alltag tragen wir natürlich nicht immer Dirndl und Lederhose. Aber wir haben das Gefühl, dass in den letzten Jahren Dirndl und Lederhose, generell die traditionelle Tracht, wieder beliebter wird, auch unter jungen Leuten. Zu besonderen Anlässen oder Volksfesten tragen viele Dirndl und Lederhose. Wobei bei den Dirndl das vor allem dann moderne Dirndl sind, die nicht mehr so aussehen wie die ganz traditionellen Dirndl. Wir selbst haben auch ein Dirndl und tragen es zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel einer Hochzeit, die in Tracht stattfindet, oder zu typischen Festen, wie zum Beispiel dem Huberti-Kirtag in Salzburg. Und wir haben auch von Firmen gehört, die zum Beispiel einen Dirndl- und Lederhosentag eingeführt haben. Aktionen wie diese tragen natürlich dazu bei, dass die traditionelle Tracht aufrechterhalten wird. Gefällt euch eigentlich Dirndl und Lederhose? Lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Und übrigens, zum Dirndl haben wir schon ein anderes Video gemacht. Da erfahrt ihr alles über das Dirndl und die Tracht in Österreich generell. Schaut euch das gerne noch einmal an. Vorurteil 2. ÖsterreicherInnen lieben Schnitzel und Strudel. Das Schnitzel und der Strudel, zum Beispiel der Apfelstrudel oder Topfenstrudel, gehören definitiv zu beliebten Gerichten in Österreich. Vom Wiener Schnitzel habt ihr sicher schon einmal gehört, oder? In vielen traditionellen Restaurants oder Gaststätten findet ihr diese Gerichte auf der Speisekarte. Und ganz generell können wir auch sagen, dass Strudel und Schnitzel bei uns vor allem auch in der Kindheit wirklich präsent war und zum Teil heute noch ist. Wir selbst essen heute ab und zu noch den selbstgemachten Apfelstrudel von unserer Oma. Wenn uns jetzt andere ÖsterreicherInnen zuschauen, wie findet ihr Schnitzel und Strudel? Und für alle anderen, wie findet ihr diese typischen österreichischen Gerichte? Lasst uns das gern unten in den Kommentaren wissen. Vorurteil 3. ÖsterreicherInnen sind formal und ernst. Dieses Vorurteil hat uns etwas überrascht, denn wir haben schon oft das Gegenteil gehört. Aber auch ChatGPT hat in seiner Antwort angegeben, dass neben formal und ernst ÖsterreicherInnen auch als warm und gastfreundlich eingeschätzt werden. Wie das so ist bei Vorurteilen, trifft das natürlich nie auf alle zu. Und man kann schwer 2 Adjektive verwenden, um ganz Österreich zu beschreiben. Wo vielleicht formal und ernst eher zutreffen könnte, ist vielleicht im geschäftlichen Bereich. Oder auch wenn man zum Beispiel Menschen zum ersten Mal kennenlernt, kann es sein, dass wir ÖsterreicherInnen etwas formaler oder auch distanzierter wirken. Aber das ist wahrscheinlich etwas, das nicht unbedingt nur auf ÖsterreicherInnen zutrifft. Von ausländischen Freundinnen und Freunden haben wir beides schon gehört, dass wir hilfsbereit und freundlich sind, aber auch manchmal unfreundlich, grantig und distanziert sein können. Wir hoffen, ihr begegnet öfter dem Ersteren. Und wie nehmt ihr die Österreicherinnen und Österreicher wahr? Würdet ihr uns eher als warm und gastfreundlich beschreiben oder doch als formal und ernst? Lasst uns das gerne unten in den Kommentaren wissen. Vorurteil 4. Österreich ist Mozart und klassische Musik. Wolfgang Amadeus Mozart ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Österreicher und er ist in unserer Heimatstadt Salzburg geboren. Seine Musik ist weltweit bekannt und viele MusikliebhaberInnen verbinden deshalb Österreich mit Mozart, was wir gut nachvollziehen können. Außerdem wird die berühmte Mozartkugel in ganz Österreich beworben, was natürlich dazu beiträgt, dass Mozart und Österreich gemeinsam in unseren Köpfen bleiben. Und wusstet ihr, dass auf der österreichischen 1-Euro-Münze Mozart abgebildet ist? Und vielleicht habt ihr schon einmal etwas vom Mozarteum gehört. Das ist eine bekannte Universität in Salzburg und wurde eben nach Mozart benannt. Sie gibt es bereits seit 1841 und bietet viele verschiedene Studiengänge im künstlerischen Bereich an.
zum Beispiel Musik, Musik- und Tanzpädagogik oder Schauspiel und Regie. Ganz generell nehmen wir klassische Musik in Österreich als sehr präsent wahr. Dieses Vorurteil können wir also bestätigen. Es gibt das ganze Jahr über viele Veranstaltungen, die sich mit klassischer Musik beschäftigen. Angefangen beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker bis hin zu den Salzburger Festspielen oder den Wiener Sängerknaben ist Österreich wirklich ein Land der klassischen Musik. Apropos Musik, hier fällt uns auch ein anderes Vorurteil ein, das wir oft gehört haben, und zwar, dass wir ÖsterreicherInnen The Sound of Music kennen und lieben. Das können wir nicht bestätigen, denn wir selbst kannten The Sound of Music ganz lange gar nicht. Und wie versprochen gibt es jetzt noch ein Vorurteil, das wir oft hören. Bonusvorurteil. Alle Österreicher lieben Wandern und Skifahren. In Österreich haben wir tatsächlich eine tolle Natur mit vielen Bergen. Da bietet es sich natürlich an, Ski zu fahren oder zu wandern. Trotzdem, nicht alle ÖsterreicherInnen können Skifahren oder möchten Skifahren. Das gleiche gilt auch für Wandern. Wir persönlich entsprechen aber hier tatsächlich dem Vorurteil. Wir können Skifahren und sind auch in unserer Kindheit sehr oft in den Skiurlaub gefahren. Auch im Sommer wandern wir liebend gern. Wir haben euch auch schon einmal in einem Video auf eine Wanderung in Salzburg mitgenommen. Schaut euch das gern an. Also, fassen wir zusammen. Obwohl Vorurteile generell meistens viel zu extrem oder pauschal sind, können wir bei den heutigen Vorurteilen von ChatGPT tatsächlich sagen, dass etwas Wahres dran ist. Für uns persönlich zumindest. Gibt es typische Vorurteile über eure Heimatländer und ist was dran? Lasst uns das gern unten in den Kommentaren wissen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wie immer nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.